Ihr habt doch alle bestimmt schon mal mit einer KI rumgemacht. ChatGPT, Gemini, Midjourney, DALL-E, you name it. Die KI, also künstliche Intelligenz, wird immer präsenter in unserem Alltag. Auch in eurem? Jetzt nimmt die Entwicklung der KI den nächsten Schritt. Sie kommuniziert nicht mehr nur per Text über den Bildschirm. Sie redet jetzt personalisiert als Avatar mit euch. Und eine Antwort auf diese Frage kann uns unser digitaler Spezialspezialist Wladimir geben. Du treibst dich ja jetzt schon lange in diesen Welten herum. Was passiert, wenn ich eine KI mit einem Avatar kreuze? Im Grunde genommen personalisiert man die KI, je nachdem, ob es eine fiktive Person ist oder eine Person selber, die nachempfunden wird, gibt man dieser Person einen Charakter. Und wir akzeptieren dann mit dieser KI als Person zu sprechen. Hast du mal ein Beispiel für mich? Wir haben mit der evangelischen Kirche zusammen Martin Luther praktisch zum Leben erweckt. Martin Luther ist entstanden aus einem Gemälde von Cranach, welches 500 Jahre alt ist, weil es gab keine Fotos von ihm. Und unser Algorithmus hat es geschafft, eine Version von ihm zu produzieren, die dem Gemälde sehr nahe kommt. In der Immersion, also in der virtuellen Welt, ermöglicht Martin Luther mit seiner Präsenz das Gefühl, mit ihm zusammen zu sein. Und ich sitze jetzt hier mit dem technischen Brain hinter Martin Luther. Wie funktioniert das jetzt mit KI und Avatar? Ja, wir sehen jetzt Martin Luther hier im virtuellen Raum und du kannst auch Martin Luther einfach mal eine Frage stellen. Das mache ich doch. Wer bist du? Ich bin Martin Luther, ein ehemaliger Augustinermönch und Doktor der Theologie. Ich habe im 16. Jahrhundert die Reformation angestoßen, um die Kirche und ihre Lehren zu reformieren. Besonders bekannt bin ich für meine 95 Thesen, die ich 1517 an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen habe. Willst du noch eine Frage stellen? Ich frage mich, für was die evangelische Kirche Luther geschaffen hat. Was haben die damit vor? Ja, also die wollen Martin Luther tatsächlich in der Lehre einsetzen, also im Religionsunterricht. Und die Kinder können dann halt quasi mit Martin Luther halt selber sprechen und ihn halt Fragen stellen, wie es halt in der Zeit war oder was ihn bewegt, halt die Thesen an die Wand zu schlagen. Wo kommen die ganzen Daten her? Wie habt ihr den trainiert? Also wir haben tatsächlich nur Daten von Martin Luther selbst genommen. Also das bedeutet, wir haben Schriften von ihm benutzt und auch Sprichwörter. Und diese Daten haben wir der KI gegeben und dann gefüttert. Und so haben wir jetzt das virtuelle Large Language Model von Martin Luther erstellt. Spricht er denn auch eine andere Sprache als Deutsch? Ja, natürlich. Also unser Martin Luther kann auch Englisch sprechen. Die Large Language Models, die können auch auf Englisch antworten. Wo kommen denn dann die Daten her? Ja, das ist dann eine gute Frage, wie man das halt genau machen will. Also A, wir trainieren den halt trotzdem mit den deutschen Daten und übersetzen halt nur die Ausgabe, dass er auf Englisch antwortet. Aber es gibt ja auch englische Personen, die halt Martin Luther Schriften übersetzt haben, auch schon so ungefähr zu der Zeit damals oder im relativ kurzen Zeitabstand. Und man könnte auch überlegen, dass man ein englisches Large Language Model nimmt und dann einfach diese Daten dem Large Language Model halt zuführt und damit trainiert. Ich würde ihn mal fragen, wie es ihm im Metaverse gefällt. Ja, dann frag ihn doch. Martin, wie gefällt es dir im Metaverse? Zu meiner Zeit beschäftigen sich die Menschen mit Pergament und Federkiel, und der Buchdruck ist eine revolutionäre Neuerung. Doch wenn ich mir vorstelle, dass Menschen über solche Technologien miteinander verbunden sind, so sehe ich sowohl Möglichkeiten als auch Herausforderungen. Wichtig ist, dass wir stets die Gottesebenbildlichkeit des Menschen achten und unseren Nächsten lieben, wie uns die Bibel lehrt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Matthäus 22,31. Die Antworten, die Martin Luther jetzt gibt, wie könnt ihr sicher sein, dass sie auch stimmen? Die Antworten, die testen wir natürlich selber auch vorher aus. Ne? Wir haben die Modelle und die sind halt vorher trainiert worden. Und anhand dieser Trainingsdaten können wir dann halt auch im Nachhinein dann halt herausfinden, ob auch Martin Luther dann die richtigen Antworten halt gibt. Ne? Also es gibt immer einen Mensch, der das halt immer noch vorher überprüft, dass es auch richtig ist. Jetzt habt ihr Luther abbilden können. Wie seid ihr an die Stimmung gekommen? Ja, und zwar haben wir einen Schauspieler, der Martin Luther im Theater dargeboten hat, aufgenommen, dessen Stimme, 2 Minuten, und haben dann mit einer gängigen Software, die für jeden verfügbar ist,
dessen Stimme synthetisiert. Dafür braucht die Applikation ca. 2 Minuten. Und jetzt hat Martin Luther praktisch die Stimme des Schauspielers. Wo siehst du denn weitere Anwendungen in der Zukunft? Also eine Anwendung, die mehr und mehr angefragt wird, ist der Nachfolgeavatar. Mehr und mehr Babyboomer gehen demnächst in Rente und die haben einen Riesenpool an Wissen, an Knowledge. Dieses Know-how würde eigentlich praktisch dann für die Organisationen und die Unternehmen, für die sie arbeiten, nicht mehr da sein. Und was wir machen ist, wir konservieren diese Daten, nehmen sie auf und stellen sie praktisch als Avatar mit Large Language Models dahinter zur Verfügung. Und somit geht es nicht verloren. Wladimir, du weißt, es gibt jetzt noch mal einen eigenen Clip und den machen wir doch, oder? Sehr gerne. Sehr gerne. Mit welcher berühmten Persönlichkeit aus der Vergangenheit würdet ihr denn gerne mal reden? Schreibt's in die Kommentare.